Herzlich willkommen bei Anlegen mit Weitblick. Habt ihr euch auch schon gefragt, was Zinserwartungen für einen Einfluss auf die Aktienkurse haben? Oder ob das sogenannte Halving nur beim Bitcoin stattfindet? Dann seid ihr heute bei uns genau richtig. Doch bevor wir die Fragen klären, schauen wir noch auf unsere Vermögensverwaltungsmandate. Das wie gewohnt mit unserem Chief Investment Officer, mit dem Philipp Merkt. Philipp, was hat sich in der Positionierung geändert? Ja, ich fange zuerst mal damit an, mit was sich nicht geändert hat. Nicht geändert hat sich unsere Grundausrichtung. Wir bleiben in den grossen Anlagekategorien gleich wie im letzten Monat. Das bedeutet, in den Obligationen sind wir nach wie vor in einem leichten Untergewicht. Das, obwohl die Schweizer Nationalbank eine erste Zinssenkung vorgenommen hat, gibt es auf dem Geldmarkt immer noch eine höhere Rendite als auf der langen Frist. Darum ist das gut für uns. Wir bleiben auch in den Aktien immer noch neutral gewichtet. Für uns ist es noch zu früh, dort einen weiteren Schritt zu machen, dass insbesondere auch die geopolitischen Spannungen zugenommen haben. Wenn wir die Wirtschaft anschauen, läuft die USA nach wie vor gut, aber dort hält sich dafür die Inflation recht hartnäckig auf hohem Niveau, wie wir das auch schon mehrmals thematisiert haben. Darum sind wir eigentlich insgesamt in der Ausrichtung gleich geblieben. Was wir aber gemacht haben, ist, wir haben innerhalb der Aktien eine Umschichtung vorgenommen. Wir sind in den US-Titeln, wo sehr viele sogenannte Growth-Aktien oder Wachstumsaktien drin haben wir eine Umschichtung vorgenommen und sind in Value-Titeln oder Substanzwerten hineingegangen. Value-Titel, kannst du da noch ein bisschen mehr dazu sagen? Ja, hier fange ich vielleicht hinten an mit den Growth-Titeln. In den USA ist das Wachstum sehr stark an ein paar wenigen Wachstumstiteln oder Growth-Titeln gehangen. Das sind vor allem Tech-Aktien, oder der Magnificent Seven sind dort drunter. Und die sind mittlerweile doch sehr hoch bewertet. Das ist der Grund 1, dass wir dort rausgehen. Wenn wir zum Beispiel Nvidia nehmen, die haben ein KGV oder ein Kursgewinnverhältnis von über 70 und das ist doch eine stolze Bewertung. Das ist der Grund 1, warum wir dort rausgehen. Der Grund 2 sind Zinserwartungen. Und für das habe ich eine Grafik mitgenommen. Hier drauf sehen wir Zinserwartungen. Und die untere dunkelgrüne Linie zeigt, wie das von ein paar Monaten ausgesehen hat. Da hat man in den USA noch mit fast 7 Zinsschritten gerechnet bis Ende Jahr. Mittlerweile die oberste Linie, die hellgrüne. Mittlerweile sind wir noch fast nur noch bei 2 Zinsschritten, die hier erwartet werden. Und jetzt die Wachstumstitel, die viel stärker reagieren auf Zinsen. Wie tiefer Zinsen sind, wie mehr Wert hat eigentlich denen ihren Gewinn in der Zukunft. Und die mit dem sehr stark reagieren. Und auf der anderen Seite eben die Substanzwerte weniger. Und jetzt, wenn wir von wenigen Zinsschritten ausgehen, ist das Szenario eigentlich besser für die Substanztitel. Also kann man sagen, die Growth-Aktien reagieren stärker auf Zinsen. Genau. Gut, dann wechseln wir noch von den Aktien zum Bitcoin. Wir haben hier Zuschauerfragen bekommen. Und zwar möchte ich gerne Alexandra aus Bern wissen, ob das Halving beim Bitcoin auch weiterhin noch stattfinden wird. Ja, für das habe ich wieder eine Grafik mitgenommen. Man sieht, als der Bitcoin lanciert wurde, hat es für die Miner, immer wenn ein Block an die Blockchain hergehängt wurde, hat es 50 Bitcoin gehabt, also ein halbes Vermögen. Und jetzt sind wir unterdessen beim 4. Halving angelangt. Also jetzt gibt es noch 3 Achtel. Und jetzt geht es auch so weiter, etwa alle 4 Jahre. Genauer gesagt ist es auch 210'000 Blocks, wo die Blockchain hergehackt werden, geht das weiter. Fertig ist etwa im 2140 nach 32 Halvings. Mathematisch würde das eigentlich noch weitergehen, aber wie beim Franken und beim Rappen gibt es Bitcoin und Satoshi und irgendwann ist er dort fertig mit Teilen. Das ist der Grund. Und dann ist noch eine zweite Zuschauerfrage reingekommen, und zwar von Maximilian aus dem Friburgischen. Und er möchte gerne wissen, ob es die Halvings nur beim Bitcoin gibt oder auch bei anderen Kryptowährungen. Tatsächlich gibt es das auch bei anderen Kryptowährungen. Das sind vor allem Abkömmlinge vom Bitcoin. Es gibt zum Beispiel Bitcoin Cash oder Litecoin. Die können das Halving auch. Es gibt noch ein paar weniger relevante Kryptowährungen, die das auch noch aufweisen. Aber das Gros der anderen Kryptowährungen, wie zum Beispiel Ether,
können das nicht, die anderen Protokolle und andere Mechanismen dahinter. Merci vielmals. Habt ihr eine Frage? Dann sendet die gerne an die eingeblendete E-Mail-Adresse. Und dann bis zum nächsten Mal bei Anlegen mit Weitblick.